Fernfahrt Tag 3. Direkt nach dem Frühstück ging es los, ich am Steuer und zum ersten Mal alle 9 Autos im Pulk auf der Straße. Nach einer schier endlosen Corona-Kultur-Durststrecke wartete Schloss Meienburg auf uns. Die Ausstellung umfasste zahlreiche Kleider aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber wir sind Studenten und uns juckt Kultur einfach nicht. Also ab in den Schlosspark. Ach so. So, jetzt sind wir aber auch mal genug gelaufen. Können wir bitte endlich wieder fahren? Na gut. Hier in der Stadt ist viel zu voll, lass weiterfahren. Ist ja okay. Ich hab Hunger. Ja, Mann. Da ist der Lidl. Da ist das Essen. Da ist der Herd. Wait a minute. Sheesh. Ja, einen Leberkäse. Hat doch gewiss da drin gerochen, der Leberkäse. Ja. Ja, gleich mal eine frische Maske geben. Ja, ich glaube hier. Das ist ein Dach, das Gut, der ist ein bisschen durch. ist aber durch. Ja, ist doch gut, okay.
da nicht mehr. Nee, passt, aber ist egal. Kann man ja abkratzen. Ui, der ist aber sehr, sehr gut. Ja, das war der hinterste, da wird es immer am heißen. Guck mal, der ist perfekt. Guten Hunger. Jo. Der ist perfekt. Okay, die Temperaturverteilung müssen wir noch mal üben. Dann entferne die Schale und darunter ist ein vollkommen intakter Leberkäse. Ich meine, wir machen das zum ersten Mal. Ja, wir sind keine Grillmeister ist nicht über Nacht geboren. Ja, genau. Hier dann. Bon Appetit. Gut. Nicht schlecht. Schmeckt nach Leberkäse. Ja. Also das Das Ding ist ist. unser Premium-Grill. Ja. Und nebenher macht er noch 40 PS. 34,5. Praktisch. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Kochen mit Horsepower Dashcam. Am nächsten Tag schwangen wir uns wieder auf unsere stählernen Rösser und ritten unsanft über Kopfsteinpflaster zu unserem Tagesziel, dem Gutshaus Belitz. Mittagsrast mit Lunchpaket wurde bei Burgstitz eingelegt. Gut gestärkt ging es weiter. Tut mal ein neues Dach drauf und dann kann da produziert werden. Ich brauche Platz! Lange gerade Straßen lockten den Leichtsinn und animierten zu riskanten Überholmanövern.
Und dann geschah es. Der Unfall. Oh, das hat gekracht. Hast du das gesehen? Gut, vielleicht nicht bei einem Überholmanöver und vielleicht nicht auf der Straße. Aber ein Unfall war es. Das alles jedoch kein Problem für den amerikanischen Vanadiumstahl, der die unfassbare Kollisionswucht überstand, ohne auch nur einen Kratzer zu erleiden. Wenig später Ankunft am Gutshaus Belitz. Im schummrigen Kerzenlicht lernten wir während einer Führung, dass das 1906 erbaute Gutshaus der perfekte Drehort für die ARD-Serien Abenteuer 1900 und Sommerfrische 1927 war. Über die Jahre fanden nämlich weder fließend Wasser noch elektrischer Strom Einzug in das Gebäude, was das perfekte Ambiente schuf. Auf dem Dachboden befindet sich sogar noch ein mechanisches Uhrwerk, was regelmäßig aufgezogen werden muss. Nach der Führung gab es noch Kaffee und Kuchen im Garten und danach ging es auch schon wieder zurück nach Solzow und Tag 4 war damit beendet. Das nächste Video findet ihr dann auf Adrians Kanal Astra Werke. Das bin ich! Bis dahin, Medal off!